Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüsekiosk. Ihr seht schon, was ich hier in der Hand habe. Allseits beliebter Knoblauch. Ich weiß, ihr seid ganz große Knoblauchfans, wir sind es auch. Man kann eigentlich nie genug Knoblauch anbauen. Wir haben schon einige Videos zum Thema Knoblauchanbauen abgedreht, aber mit den Jahren bekommt man ja auch neue Erkenntnisse und die sind in diesem Video mit eingeflossen. Also jetzt ist Zeit, Knoblauch zu stecken im Herbst. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Video. Und wir beginnen natürlich mit der Beetvorbereitung. Bei uns ist es so, dass in dem Beet, wo der Knoblauch gesteckt wird, vorher Bohnen drin standen. Also dicke Bohnen, Buschbohnen oder auch Edamame. Und wenn wir die Zehen dann haben, sind das meistens Zehen aus der vorherigen Ernte. Da haben wir die besten rausselektiert. Die haben wir erstmal auseinandergenommen, also die Knolle auseinandergenommen, dann ungefähr eine Woche liegen lassen, damit eventuell Stellen, die verletzt sind, abtrocknen und so keine Fäulnis entsteht. Dann werden Rillen gezogen mit den Stangen. Wir haben einen Reihenabstand von ungefähr 30 cm. Und ihr seht schon, wir achten auf jeden Fall darauf, dass sie richtig rum in die Erde kommen. Die Spitze nach oben, dann kommen sie 2 bis 3 cm tief in die Erde und ein Abstand von ungefähr 25 bis 30 cm wird gewählt, um dann die nächste Zehe zu stecken. Ihr seht hier, der Boden hat eine gute Struktur und extra aufgedüngt worden ist er auch nicht. Diese Zehen hier stammen aus der Ernte von der letzten Saison, da haben wir uns die besten rausgesucht. Insgesamt sind es 3 Sorten, die jetzt in die Erde kommen werden. Die zweite Sorte, die jetzt hier mit ins Beet kommt, ist der russische Knoblauch. Der hat recht große Zehen, da haben wir die Knolle vom Max geschenkt bekommen. Max von der Gartenkanal, vielen Dank dafür. Und auch die wandern jetzt in die Erde, 2 bis 3 cm tief. Und die dritte Sorte, die wir ausgewählt haben, ist diese rot-violette Sorte. Sieht hübsch aus, nicht? Schmeckt auch gut. Ihr seht schon jetzt zu Beginn, wir mulchen nicht, wir mulchen bewusst nicht. Der Knoblauch soll erstmal nach oben kommen und nicht irgendwie vom Mulch platt gedrückt sein. Und dann wird es schnell Winter. Ihr seht schon, der Schnee ist da. Die Schneedecke ist der perfekte Mulch. Der Knoblauch ist absolut winterhart, also dem passiert da überhaupt nichts. Und wenn da so ein paar Spitzen über der Schneedecke hinausschauen und die hinterher gelb werden und einen kleinen Frostschaden bekommen, ist das auch kein Problem. Der Knoblauch wird trotzdem gut weiter wachsen. Ihr seht das schon, wie die Spitzen hier aus der Schneedecke herausgucken. Winter Wonderland. Und dann, wenn die Schneedecke weg ist, brauchen wir ein super gutes Werkzeug. Das ist unser absolutes Lieblingswerkzeug, mit dem wir die Beete beikrautfrei halten. Es läuft gut, es liegt perfekt in der Hand. Link dazu ist in der Infobox drin. Und ihr seht schon, es ist wirklich wichtig, jetzt hier die Beikräuter fernzuhalten, damit der Knoblauch genug Sonne und genug Platz hat, sich optimal zu entwickeln. Diese Pflegearbeit passiert bei uns jetzt hier Ende Februar, Anfang März. Wir machen ja immer ganz gerne Experimente beim Anbau und nun ist die Frage, ergeben kleine Zehen auch kleine Knollen, beziehungsweise große Zehen auch große Knollen? Seht ihr das hier? Das hier sind die großen Zehen, der russische Knoblauch, also hat auch viel Blattwerk, sieht groß aus. Und jetzt als nächstes sehen wir den normalen Knoblauch, sage ich jetzt mal. Der ist ein bisschen kleiner im Vergleich. Mal gucken, wie es weiter aussieht. Und nun ist es Anfang März. Wir werden jetzt mulchen. Dafür nehmen wir das gehäckselte Stroh und verteilen es auf dem Beet. Es ist etwas kleiner als das normale Stroh, weil wir es gehäckselt haben. Vielleicht habt ihr es in einem Video von uns schon mal gesehen, wie der Gärtner, mein Mann, über das Stroh mit dem Rasenmäher drüber fährt und es somit zerkleinert. Das ist ziemlich einfach und ziemlich praktisch. Ihr seht schon, das ganze Beet ist abgemulcht. Und wir wollen zum einen natürlich die Feuchtigkeit im Boden halten und zum anderen den Beikrautdruck minimieren, damit da nichts hochwächst. Jetzt wird noch gedüngt bei uns. Dazu kommt ein Schluck Flüssigdünger in die Gießkanne. Und bei uns kommt auch noch ein ordentlicher Schluck von den effektiven Mikroorganismen hinzu. Unseren YouTube-Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren und wenn ihr die Glocke klickt, dann bekommt ihr als erster die Nachricht, wenn bei uns ein neues Video online gegangen ist. Anschließend heißt es dann Wassermarsch, so kann sich alles gut vermischen in der Gießkanne. Der Nachteil bei dem Mulchen mit Stroh im Frühjahr ist natürlich, dass je nach Wetter und Wind es schon mal schnell weggeweht werden kann. Wir können dem Ganzen etwas entgegenkommen, wie wir es jetzt hier machen, dass wir es angießen und durch die Feuchtigkeit das Stroh dann an Ort und Stelle liegen bleibt.
Ende April beginnt jetzt die Hauptwachstumsphase vom Knoblauch und wir schauen uns die Pflanzen an. Wenn die Spitzen gelb sind und nicht mehr gut aussehen, sind das leichte Fröstschäden, das ist kein Problem. Sollte aber das ganze Grün eher gelb aussehen jetzt zu dieser Zeit, dann ist das ein guter Hinweis, um nochmal aufzudüngen. Schaut mal, das ist jetzt die Pflanze von dem russischen Knoblauch. Das ist schon eine ordentlich große, dicke Pflanze geworden. Und dann im Juni ist es mal Zeit für eine erste Probeernte. Und so ein frisch geernteter Knoblauch direkt aus dem Beet in die Küche, ich sag euch, der hat einen ganz anderen Geschmack als so ein gelagerter Knoblauch. Das muss man mal gegessen haben. Und wenn wir dann so Blütenansätze bei unseren Knoblauchpflanzen haben, dann brechen wir sie aus. Wir möchten ja keine Brutzwiebeln ernten, sondern hinterher dicke Zehen. Und wenn er dann so umgeknickt im Beet steht, dann sagt er uns, ernte mich. Auch hier sind die gelben Blätter dann kein Problem mehr, sondern es ist Zeit, den Knoblauch aus der Erde zu holen. Wir verwenden dafür ganz gerne unser Lieblingswerkzeug zum Buddel, den Multispaten, den findet ihr auch in der Infobox. Und jetzt holen wir mal die Knollen raus und gucken sie uns an. Ihr seht hier, der sieht richtig gut aus, wunderbar. Dabei war die Saison wirklich schwierig, viel Regen, wenig Sonne. Bei dem hier sehen wir schon, die äußere Haut hat sich so ein bisschen zersetzt. Das ist schon ein bisschen spät, aber zum Trocknen geht das. Und bei dem hier sehen wir schon fast die einzelnen Zehen. Zum Lagern, trocknen würden wir den nicht mehr nehmen, aber wenn man Knoblauch erntet, will man ihn auch direkt essen. Diese Knolle darf direkt in die Küche umziehen. Bevor wir aber loslegen mit der Ernte, schauen wir einmal in die Wetterkarten. Denn wir lassen den Knoblauch nach der Ernte 2 bis 3 Tage ungefähr auf dem Beet liegen. Die sollten allerdings trocken und sonnig sein und nicht verregnet. Natürlich gibt es wunderbare Sorten als Pflanzknoblauch zu kaufen und wenn ihr das in Bio-Qualität bekommen könnt, wunderbar. Sollte das allerdings schwierig sein, ist es noch ein Tipp, im Bio-Hofladen vorbeizuschauen und mal nett nachzufragen, ob sie noch Knoblauch aus eigener Ernte haben. Dann da die dicksten Knollen raussuchen und die für den eigenen Anbau verwenden. Wovon wir euch abraten würden, ist gekaufter Knoblauch aus dem Supermarkt, der aus China oder sonst woher kommt. Den lieber im Regal liegen lassen. Das Ergebnis unseres kleinen Experiments hat schon ergeben, dass größere Zehen auch größere Knollen ergeben. Also wenn ihr Pflanzknoblauch zusammensucht, dann sucht auf jeden Fall die dickeren Zehen heraus. Wenn euch unser Knoblauchvideo gefällt, freuen wir uns über euren Daumen nach oben. Kennt ihr noch Knoblauch- und Gartenfans, die unsere Videos noch nicht kennen? Dann tut uns doch gerne einen Gefallen und teilt sie. Dankeschön! Nachdem die Knoblauchpflanzen abgetrocknet sind, kommt eins unserer sommerlichen Familienvergnügen, die Ernte einfahren. Dazu nehmen wir uns ein schönes großes Körbchen und alle gehen auf den Acker. Naja, okay, aufs Beet, aber immerhin. Da liegen doch einige Knoblauchknollen. Und bei uns zu Hause wird Knoblauch unheimlich gerne gegessen. Ob jetzt roh oder gegart, eingelegt oder fermentiert, Knoblauch geht immer. Nun sammeln wir die Knoblauchzehen ab, bringen sie ins Körbchen und anschließend werden sie nach guter alter Bauerntradition geflochten und trocken und luftig aufgehangen. Das Flechten ist ziemlich einfach. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein Bauernzopf, wo man immer wieder neue Haarstränge hinzunimmt, bis der irgendwann groß genug ist. Dann noch ein Band drum, falls nötig, und aufhängen. Und bei uns hängen die Zöpfe dann so lange, bis es langsam ungemütlich wird vom Wetter her im Herbst. Dann wandern sie in den trockenen und kühlen Keller. Und bis dahin brauche ich von der Küche aus einfach nur zum Carport zu laufen, mir eine Knoblauchknolle abschneiden, die ich brauche, und der Rest trocknet da dekorativ weiter. Und was sind eure Lieblingsknoblauchsorten? Habt ihr eine? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare.
Ihr seht, Knoblauch anzubauen ist gar kein Hexenwerk. Man kann gar nicht genug Platz haben. Ich habe euch ja eben erzählt, der trocknet bei uns im Carport hier in den Zöpfen. Und wenn es dann usselig wird, Herbst wird, dann kommt der hier runter. Und diese Zöpfe werden dann einfach in den Keller gebracht, trocken und luftig dürfen die da dann weiter lagern, bis sie aufgebraucht sind. Falls ihr im Herbst noch keinen Platz hattet in euren Beeten, um Knoblauch anzubauen, den könnt ihr natürlich auch im Frühling in die Erde stecken. Dazu haben wir auch mal ein Video gemacht, wenn ihr direkt weiterschauen möchtet. Das ist hier oben verlinkt. Und wer noch mehr Lust auf Gemüse hat, kann gerne mal in unsere Gemüseanbau-Playlist reinschauen. Die ist hier verlinkt. Ich wünsche euch viel Spaß im Garten und ja, Knoblauch darf nicht fehlen, oder? Was meint ihr? Tschüss!